Hallo zusammen, ich wage mich in die Höhle des Löwen und ich nehme euch mit an die Delegiertenversammlung von der SVP im Kanton Bern. Wenn ich mich dabei gefühlt habe, sagen wir ein bisschen mulmig. Der für die von hier. Das steht auf dem Kärtchen von Franz Christ. Er ist der Präsident von der SVP in Interlaken. Und dann hat es mir natürlich Wunder genommen, ja, wer sind denn die von hier? Gehöre ich auch dazu? Du weißt, wie es in der Schweiz funktioniert. Du verhaltest dich wie hier, du kennst unsere Brüche. Ja, Reiche! Ich habe gesagt, du sollst dich gut haben! Unsere Sitten und wie man so tut. Käse, Käse! Und du findest es okay, dass man hier nicht alles machen muss wie in Sri Lanka. Und das hat mich doch überzeugt von deiner Integration. Mit mir bist du anscheinend zufrieden. Ich verhalte mich so, wie es irgendwie konform ist. Was für Leute regen die auf? Und dann sage ich, hey, nein, mit so etwas komme ich nicht klar. Das, was nicht geht, ist, dass unser Land ein muslimisches Land wird. Das würde mir nicht passen und dann würde ich dann auswandern. Das sind Brüche, die ich nicht unterstützen kann. Also ich kann einfach keiner von mir verlangen, dass ich dann auch so täte, weil ich eher hier war. Weißt du, wie ich meine? Nope. Ich gehe auch nicht neu her und kann dem sagen, du musst jetzt so, wie ich will. Das betrifft vor allem eben mehr die muslimische Extrembevölkerung. Extrembevölkerung. Zähl mal die auf, die ihr und ich kennen. Gell? Das ist mal die Hiba, das ist die Umu. Das ist der Monder. Arietta gehört auch noch irgendwie dazu. Die kommen mir auch nicht so extrem vor. Und ich finde das recht unfair, so eine Aussage zu machen, weil 99,99% verhalten sich einfach anständig. Ich würde gar nicht alle gleich Topf werfen. Es gibt sicher ganz viele muslimische Leute, wo man gar nicht merkt, dass sie wirklich einen anderen Glauben haben. Der Franz hat zwar gesagt, da gehören nicht alle drin, aber gleich macht er schlussendlich so eine Pauschalisierung. Wieso hast du Angst, dass die Schweiz muslimisch werden könnte? Die ist eigentlich rein mathematisch zu begründen. Die Schweizer haben viel weniger Kinder als muslimische Familien. Es hat, kaum kommt so eine Familie daher, da müssen 2, 3, 4 Kinder her. Dann tun wir sie noch ein bisschen ringer einbürgern und die bekommen alle Rechte und sofort. Und wenn es jemandem ja nicht passt, kann er ja jederzeit weiterziehen. Das tut im Fall mir persönlich einfach nur weh. Also du hast vorher so ein bisschen die Einbürgerung, die Leichter zum Beispiel erwähnt, oder? Jetzt war ja das Thema mit den Secondos. Ich nehme jetzt mal an, du bist dagegen gewesen. Es muss doch nicht jeder einbürgern, das ist völlig nicht nötig. Autsch! Jeder, der hier geboren ist, sollte automatisch den Schweizer Pass bekommen. Es muss doch nicht jeder einbürgern, das ist völlig nicht nötig. Mann, das ist meine Heimat! Ich bin nicht in Sri Lanka geboren, ich habe keine Ahnung von diesem Land. Und so wird es einfach jedem gehen, der hier in der zweiten Generation aufwächst. Und dort ist eben auch die langfristige Problematik mit Leuten, die sich im Stillen vermehren quasi. What? Du redest von Ausländern, als wären wir Seuche? Nein, überhaupt nicht. Das musst du mich nicht falsch verstehen. Was meinst du? Die Durchmischungen, das ist ja sicher nicht in erster Linie ein Problem der Rassen. Ich bin Spanier, wenn du mich bei Rassen nennen oder so. Wir werden als normale weiße Schweizer, als hundsgewöhnliche Kuhschweizer wird das Jahr kommen, wo wir eine Minderheit sind in diesem Land. Ich bin einfach nur baff. Ich weiß wirklich nicht, was sagen. Franz, es tut mir leid, einfach, dass du es weisst und vorbereitet bist. Irgendwann werden wir alle beige sein. Es wird so durchmischt sein, dass es keine weißen Leute mehr wird geben. I'm sorry. Beige is the new black. Was? Also sind wir für einmal einig, dass wir uns da hier nicht einig werden? Das sind wir nicht einig. Schlussendlich habe ich festgestellt, dass es einen Grund gibt, wieso ich nicht zur SVP gehöre. Tut mir leid, liebe SVP, ihr müsst mit dem Navi hinauskommen. Wer ist dann eigentlich noch Schweizer im ganzen Land? Liebe Frauen, liebe Männer, das war es von der heutigen Versammlung hier auf Tamagotcha. Ich würde gerne eure Meinung hören, und zwar hier unten innen, im Kommentarfeld. Ich würde somit die Sitzung schließen und treffe euch am nächsten Freitag am 5 Uhr wieder. Danke, Ade, merci.
Hey, ohne Scheiß, ich habe einfach nicht gewusst, dass es für den Kanton Bern so etwas wie eine Nationalhymne auf kantonaler Ebene gibt. Es gibt den Berner Marsch. Craziness.